Hi, ich bin's, euer Professor. Schön, dass ihr wieder zu meinem YouTube-Experiment eingeschaltet habt. Mann, ich kann euch sagen, ich bin überwältigt von euren Ideen, welche ihr in die Kommentare des letzten Videos geschrieben habt. Falls ihr frisch dazu geschaltet haben und noch nicht wissen solltet, worum es hier überhaupt geht, empfehle ich euch, mein erstes Video anzuschauen. Ich verlinke euch das Video hier. In der Infokarte. Ach, ihr findet es schon. Ich habe jedenfalls schon einige coole Ideen von euch zusammengetragen. Hier ein kleiner Einblick. CDs, Eier, Seil, Quick Change, Karten, Bälle, Seidentuch, Konfetti, Handy, Reagenzgläser, farbige Flüssigkeiten, Dampfexplosion, Schriftrolle, Papier, 4 Fleischproduktion, Schulen und Plasmalampen. Wow, das ist schon wirklich einiges. Und hier sind noch einige Ideen, welche ich hinzugefügt habe. Stab, Taschenuhr, Brille, Flüssigkeiten festigen mit einem Ballon. Was genau ich damit meine, weiß ich selber auch noch nicht. Ein Ball in eine große Karaffe zaubern. Und natürlich, ganz wichtig, meine Pfeife. Ihr habt mir sogar schon einen Musikvorschlag geschickt. Time Warp von Rocky Horror Picture Show. Ich habe natürlich sofort mal reingehört und muss leider sagen, dass ich mich nicht mit diesem Lied identifizieren kann. Aber die Musikrichtung hat mich inspiriert und ich habe dadurch eine andere, viel epischere und abwechslungsreichere Musik gefunden. Hier also ein großes Dankeschön für die Inspiration. Den Link zu der Musik habe ich irgendwo hier in die Infokarte gepackt. Und nun zeige ich euch mal, was ich in dieser Woche so geschafft habe. Und los geht's! Hier komme ich gerade aus der Stadt und habe einige Einkäufe getätigt. Ich habe meine Pfeife und meine Manipulationsbälle mitgenommen, damit ich genau Maß nehmen kann. Dann hätten wir da noch Fimo. Das ist so eine Knetmasse, die aushärtet, wenn man sie in den Backofen schiebt. Außerdem habe ich mir einen neuen Verdampferkopf für meine Pfeife gekauft, damit ich wieder so richtig dampfen kann. Hier seht ihr den Verdampfer. So sieht das Teil also aus. Interessant. Während ich bastle und ausprobiere, höre ich immer ganz gerne Musik. Wenn ich das hier hin und das dahin, ja, könnte klappen. Na, dampft doch schon ganz ordentlich. Ich hatte übrigens so eine Idee mit Bällen und wollte die gerne mal ausprobieren. Dazu habe ich eine Holzkugel mit rotem Fimo überzogen. Die Schwierigkeit war, die Kugel wieder rauszubekommen. Dazu wollte ich einen möglichst sauberen und geraden Schnitt in der Mitte der Kugel machen. Als Orientierung habe ich einen Faden drumherum gelegt und bin dann den Fadenabdruck mit dem Messer nachgefahren. Sieht gut aus. Jetzt kommt das Ganze bei 150 Grad für 30 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit habe ich nochmal die Liste mit euren Ideen gecheckt. Ich bin richtig inspiriert durch euch. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich bei euch dafür bedanken. Einige Requisiten habe ich sogar schon zusammengetragen. Besonders gut finde ich die Idee mit den Fläschchen und den Reagenzgläsern. Einige Flaschen habe ich über die Jahre zufällig schon angesammelt und deshalb mache ich mich auch sogleich ans Werk. In der Zwischenzeit sind 30 Minuten vergangen und unser Fimo-Ball sollte fertig sein. Verdammt, warum geht das denn so schwer raus? So, dann wollen wir die Holzkugel mal befreien. Da ist wegen dem Gitter jetzt so eine Druckstelle im Ball. Na super. Egal, dann ist das eben ein Prototyp und wir versuchen es später noch einmal. So, schauen wir mal. Also, die erste Hälfte ging ja schon mal ganz gut ab. Jetzt muss nur noch... Was? Oh, verdammt! Kaputt gegangen! Und von innen klebt auch noch so ein Papier dran. Okay, schleifen wir die intakte Form erstmal zurecht. Was? Die jetzt auch? Oh, na, das Zeug scheint ja nicht so stabil zu sein. Das muss ich wohl noch ein bisschen erforschen und üben. By the way,
Ich kann euch nur empfehlen, euch auch so eine tolle Bastelkruschelkiste zuzulegen und alles anzusammeln, was ihr vielleicht irgendwann einmal auf irgendeine Weise verarbeiten könntet. Denn Zauberer sind Bastler, Tüftler und Erfinder. Wir brauchen Kruschelkisten. Kruschelkisten für die Welt. Und in eben dieser Kruschelkiste habe ich einen Stock gefunden. Und da kam mir gleich wieder eine Idee. Also den Stock zurechtgesägt, die scharfen Kanten abgeschliffen und lackiert. Und damit ich beim Lackieren meine Finger nicht schmutzig mache, habe ich mit Hilfe einer Sicherheitsnadel einen Faden am Stock befestigt. So, zwischendurch gönne ich mir mal eine kleine Pause und schaue einen Film. Dabei trainiere ich natürlich neue Techniken. Nachdem der Stock nun in der Farbe Weiß fertig lackiert und getrocknet ist, kann ich anfangen zu trainieren. Da ich das Ganze aber noch nicht richtig beherrsche und man beim Training sehen kann, wie der Trick funktioniert, habe ich das Ganze vorgespult. Am Anfang des Trainings stehe ich immer ganz gerne vor dem Spiegel, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wie meine Idee von vorne aussehen könnte. Später filme ich das Ganze und schaue mir dann die Aufnahmen an. Und zwar immer noch 50 Mal mehr. Danke, Zardo, für diesen wunderbaren Tipp. Dann probiere ich das Ganze im Kostüm aus, um zu sehen, welche Vor- und Nachteile ich dadurch habe. Natürlich kommen einem dabei immer wieder neue Ideen und die Requisiten müssen erneut angepasst werden. Wenn ich dann keine Lust mehr habe, mache ich einfach an einer anderen Stelle weiter. In diesem Fall möchte ich gerne etwas mit meiner Brille machen. Dazu schlage ich erst noch einmal in meinen Büchern und Unterlagen nach, um nach Techniken und Methoden zu suchen, welche ich irgendwann einmal vor 15 Jahren dort gelesen hatte. Und nun, Ladies and Gentlemen, ist es an der Zeit, dass ich euch die 3 Prototypen vorstelle, welche ich in einer Woche zumindest so weit fertig gemacht habe, dass wir eine Vorstellung von dem Effekt bekommen können. Mal schauen, was wir geschafft haben. Los geht's! Tja, ihr seht also, es steckt ein langer und anstrengender Weg hinter einem Effekt, der letztendlich nur wenige Sekunden dauert. Aber was lange währt, wird endlich gut. So sagt man doch, oder? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Inspirationen ihr durch dieses Video bekommen habt. Ich habe auf jeden Fall noch einige Ideen, welche ich in diesem Video noch gar nicht angesprochen habe. Da muss ich mich wohl noch mal einige Stunden hinsetzen und basteln, tüfteln, verbessern, trainieren und wieder basteln, tüfteln, verbessern und so weiter und so fort. Und damit verabschiede ich mich für heute. Nicht vergessen, nächsten Mittwoch um 15 Uhr kommt mein nächstes Video online. Ich bin schon sehr gespannt, wie weit wir dann sein werden und welche Ideen von eurer Seite aus noch alles dazukommen. Ach ja, und nicht vergessen, auf die Daumen, Glocken und das restliche Gedöns hier unten einzuhämmern, damit ihr nichts verpasst. Denn schließlich könnte eure Idee als nächstes mit dabei sein. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Lil.